Im 10. Jahrhundert war der Hofnarr Jing Xinhua wohl zu weit gegangen, als er, nachdem ein Hund ihn gejagt hatte, dem chinesischen Kaiser scherzhaft sagte, er solle seine Kinder keine Leute beißen lassen. Der Kaiser nahm Anstoß daran und richtete einen Pfeil auf Jing. Aber anstatt um sein Leben zu betteln, riss Jing einen weiteren Witz. Glücklicherweise traf dieser das Ziel, sodass der Pfeil des Kaisers es nicht tat. Entgegen der landläufigen Meinung waren Narren nicht nur ein mittelalterliches europäisches Phänomen, sondern sie florierten auch in anderen Zeiten und Kulturen. Der erste sicher belegte Narr soll Yu Shi aus dem 7. Jahrhundert vor Christus in China gewesen sein. Er erklärte, dass als Narr seine Worte nie Anstoß erregen würden. Dieses Privileg war wichtig für die Position des Narren, es wurde aber manchmal missachtet. Narren hatten ein besonderes Verhältnis zur Macht. Sie konnten sowohl Objekte des Spottes als auch Unterhalter und vertrauenswürdige Gefährten sein. Ein Hofnarr wurde man auf verschiedene Weise. Meist wurde man aufgrund von körperlichen oder neurologischen Besonderheiten ernannt, aus einem Kreis von Gauklern ausgewählt oder von einem Höfling rekrutiert. Das war der Fall, als ein königlicher Diener um 1530 an den obersten Minister von König Heinrich VIII. Schrieb. Er empfahl einen jungen Burschen, der den alternden Hofnarren Sexten ersetzen solle und viel angenehmer sei, als Sexten es je war. Manche Hofnarren verfügten über besondere Talente, wie Roland der Furzer am Hof von Heinrich II. Im 12. Jahrhundert. Jedes Jahr zu Weihnachten führte er eine besondere Nummer auf, in deren Finale er gleichzeitig sprang, pfiff und furzte. Zudem konnten Hofnarren wichtige Entscheidungen beeinflussen. Wenn zum Beispiel die Clowns des Volkes der Tubatula-Ball in der Sierra Nevada meinten, ein Häuptling sei ein schlechter Anführer, konnten sie die Ältesten dazu bringen, einen neuen zu ernennen. Und natürlich wusste auch Jing Xinhua, wie er den chinesischen Kaiser beeinflussen konnte. Ein lokaler Magistrat bat den Kaiser einmal darum, bei seinen Jagden kein Ackerland mehr zu zertrampeln. Wütend ließ der Kaiser den Magistrat vor sich zerren. Jing schlug scherzhaft vor, den Magistrat sofort zu töten und die Bauern verhungern zu lassen, anstatt das Land zu bestellen und Steuern zu zahlen, damit der Kaiser frei herumreiten könne. Vermutlich sah der Kaiser da die Absurdität seines eigenen Verhaltens ein, lachte und begnadigte den Magistrat. 1596 wurde ein Franzose zum Tode verurteilt. Doch Mathurin, eine der wenigen weiblichen Gauklerinnen, die es gab, intervenierte gegen Bezahlung. Mit deren Hilfe setzte sich die Ehefrau erfolgreich bei König Heinrich IV. Für das Leben ihres Mannes ein. Obwohl es selten vorkam, wurden Hofnarren auch manchmal entlassen oder sogar getötet, wenn sie mit ihrem Spott oder ihrer Kritik zu weit gingen. 1638 verschlimmerte der schottische Gaukler Archie Armstrong seine ohnehin schwierige Beziehung zum Erzbischof von Canterbury. Der Erzbischof hatte kurz zuvor das schottische Gebetbuch überarbeitet, was auf heftigen Widerstand stieß und Unruhen auslöste. Archie nutzte die Gelegenheit, um ihn zusätzlich zu demütigen und fragte den Erzbischof, wer ist jetzt der Narr? Daraufhin wurde er vom Hof verbannt. 3 Jahre später, nach der Verhaftung des Erzbischofs, kursierte ein Pamphlet, das ihn lächerlich machte und angeblich von keinem Geringeren als Archie verfasst worden war. Unterdessen verspotteten manche Hofnarren ihre königlichen Herren ganz offen und ohne Konsequenzen. Im 11. Jahrhundert behauptete der persische Hofnarr Talhak, der Sultan sei ein Gehörnter und seine Frau sei ihm untreu. Als der Sultan eines Tages seinen Kopf auf Talhaks Knie legte, soll er gefragt haben, »Was hast du für ein Verhältnis zu Gehörnten?« Darauf antwortete Talhak, »Ich bin ihr Kopfkissen.« Als der persische Schah im 19. Jahrhundert fragte, ob es eine Lebensmittelknappheit gäbe, scherzte Hofnarr Karim Shireh, »Ja, ich sehe, dass Eure Majestät nur 5-mal am Tag isst.« Selbst als die Herrscher noch als von Gott eingesetzt galten, konnten manche Narren ihren Herren die Wahrheit direkt ins Gesicht sagen und, wie durch zahlreiche Rätsel, Witze und Sketche überliefert, aufzeigen, wer die wahren Narren waren. Abonniere diesen Kanal, wenn du dich für Geschichte interessierst. Denn die Lektionen von gestern können uns helfen, die Herausforderungen von heute zu meistern.